Die Kira ist da. Sie hilft uns ein kleines bisschen, das Fahrzeug zu blocken. Und das hier ist nämlich unglaublich umlagert. Ja. Ich bin zusammen mit Dirk Vohr von Niesmann Caravaning unterwegs auf dem Stand von Hobby. Und das ist ein ganz toller Familiengrundriss. Einachser, relativ leicht, 3 Stockbetten und ein Elternbett. Ja, genau so ist das. Hallo Sven, grüß dich. Wir sind hier bei Hobby auf dem Caravansalon und schauen uns den neuen Maxia 515 an. Und der ist halt hochvariabel, das sehen wir gleich im Innenraum. Und ja, den wollen wir euch mal vorstellen hier. Maxia, das ist ein ganz neues Design. Die Kira kennt das Design. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es doch schon sehr modern ist. Es ist variabel. Es ist eigentlich das, was man erwartet vom heutigen Design, wenn du in ein Möbelhaus reingehst und sag mal, ein bisschen was Schickeres haben möchtest, oder? Ja, es ist in den modernen Farben in Grau, in Hell gehalten, in dem hellen Holzton. Ich habe mich übrigens eben vor lauter Aufregung versprochen. Das ist natürlich der 595, den wir uns hier anschauen. Und der ist einfach sehenswert, wenn wir reingehen. Aber das wird die Kamera ja gleich zeigen. KML bedeutet, also wir haben einen echten Kindergrundriss und wir können auf der Rückseite gleich mal sehen, das ist jetzt nicht so dahingesagt, sondern das ist ein hochvariables Konzept. Ja, man sieht das hier, ich zeige dir es einfach mal gerade. Man sieht das hier, dass wir hinten eine Wand haben, die verschieden genutzt werden können wir auch gleich auf der Rückseite mal schauen. Und ich kann entweder 3 Kinderbetten einbauen, wie es zum Beispiel jetzt ganz hier unten gezeigt wird. Ist auch so eingebaut gerade. Und so ist es auch eingebaut und ich kann aber auch variabel andere Sachen aus- und umbauen und so kann ich ein Kinderspielzimmer machen. Ich kann einen großen Stauraum machen, mal für Fahrräder vielleicht zu verstauen. Und das ist das Konzept, was hier als variabler Heckbereich benannt ist. Und das zeichnet den Maxia 595 KML total aus. Das heißt, ich kann auch mal teure E-Bikes mitnehmen und kann die anstelle der Kinder mitnehmen. Die müssen zu Hause bleiben, oder? Genau, geht auch. Genau, geht auch. So, Maxia 595 KML, das ist die 24er Modellvariante, wie er hier steht. 43.459, hat gar nicht so viel Extras drin für 4.000 Euro. Ein paar Sachen sind drin, Auflastung ist mit drin, der Teppichboden würde ich auch immer empfehlen, den Wohnraumteppich, wenn man sowas haben möchte, gleich mitzubestellen. Man kann ihn auch ordern, er wird dann viel teurer. Ja, ist genau, was du sagst und ist vor allem natürlich farblich abgestimmt auf das Gesamtkonzept und das ist ja das, was das Fahrzeug auszeichnet. Wir haben innen drin eine Farbkomposition, die einfach richtig nett ist. Und es ist ein 2-Tonnen-Fahrzeug maximal in der maximal technischen Masse. Hier sieht man, also eine schöne Aufbautür ist mit drin mit Fenster von Hartal. Und der Mülleimer darf ja auch nicht fehlen. Das Coole ist aber dabei eigentlich, dass wir eine Kombiheizung haben. Das heißt also, das ist nicht mehr dieses Konzept, wie man es kennt, getrennte Heizkörper und so weiter. Hier ist alles in einer Heizung drin, warmes Wasser und Warmluft. Genau so ist das. Und ja, absolut familientauglicher Grundriss. Im Sommer wie im Herbst wie im Winter wird das Fahrzeug wunderbar warm und hat eben schöne Heißwasserreserve. So, das Dreier-Stockbett. Und das sieht man sehr schön. Kira ist 1 Meter und 2 Meter. Nein, das Bett ist 2 Meter. Und du bist 1 Meter? 1,65. 1,65. Oh, ich dachte schon. Kira ist 2 Meter. Ja. Ist, wenn du mal gerade so liebst, du darfst ja mal ein Bett aussuchen und wenn du vielleicht mal ganz unten mal reingehst, es ist ja so, das ist ja, oder wo willst du hin? Oben hin? Wenn, dann würde ich auch. Unten, okay. Wir zeigen das mal gerade, dass wir das Ganze sehen. Das hat ja ein bisschen was mit Ferienlager zu tun. Und wenn hier 3 Geschwister, ich nehme an, du warst mal jung irgendwann mal, oder? Ja, Wann denn? ist schon ein bisschen. Ein bisschen her, aber du hast es geschafft. Ist das gemütlich hier unten? Ja. Wenn du es dir aussuchen könntest, wo würdest du denn schlafen? Ganz oben? Nee, ich glaube ganz unten. Ganz unten, okay. Es hat jeder sein eigenes Fenster. Komm ruhig noch mal raus, Kira. Und dass wir das zeigen. Es gibt 3 Matratzen und das hilft natürlich vielen Familien. Es gibt ja viele Familien, 3 Kindern oder es fährt auch mal eine Freundin mit, ja, von der Tochter oder so. Genau, ne, die schlafen getrennt, die balgen sich nicht des Nachts. Auch das hilft. Und du hast, wie bei Malkira gesehen haben, einen schönen Kopffreiheit trotzdem bei 3 Betten. Und nochmal, das Konzept ist ja so, dass ich es variabel gestalten kann. Ich muss ja nicht alle 3 Betten nutzen, kann auch eins abbauen und dann habe ich da Stauraum oder Kopffreiheit. Ne? Also, das ist ein richtiger Familienwohnwagen. Was wichtig ist, ist auch noch viel Stauraum. Die Kinder haben auch so Kisten. Also bei mir ist es immer so, mein Sohn kriegt einen Flugkoffer. Da kann er alles reinpacken, was er mitnehmen will und mehr wird nicht mitgenommen. Fertig. Sehr gut. Ja, sonst. Aber guck dir mal in den Raum rein, Kira. Komm mal gerade neben mich hier, dass wir da mal reinschauen können. Das ist doch kein Wohnwagen mehr. Das sieht doch aus. Hier, guck mal hier durch. Wie ein Wohnzimmer. Wie so ein Loft, oder? Ja. Und hier die Schon Küche. geil.
Hast natürlich hier Akzente mit diesen gelben Kochgeschirr hier gewählt. Ja. Aber auch diese Naturstein-Oberflächen hier mit drauf. Ist das wirklich noch ein Hobby? Weil das hat mir so ein bisschen Erinnerung, so ein bisschen konservativer. Und hier auch die Couch-Garnitur. Das kennt man ja nur mal mit so Leder und so. Das hier sieht aus wie eine richtige Couch. Ja, ist halt zum Wohlfühlen, ne? Der Max wurde ja vorgestellt auf der CMT. Warst du auch auf der CMT? Nee, leider nicht. Zum Glück manchmal, wenn das so ist. Standdienst ist. Ja, wir zeigen mal ein paar Sachen. Wenn du mal gerade an die Küche bitte rantrittst, Kira, und mal so eine Schublade öffnest für mich, dass wir da mal reinschauen. Und man kann viel mitnehmen, muss aber immer auf die Zuladung achten. Ja, absolut. Sollte man immer tun. Ja, denn man ist schnell dabei, hat viel eingeladen, auch ruhig mal vorher wiegen lassen. Wie geht ihr damit um? Habt ihr eine Waage bei euch am Hof? Ja, wir haben eine Waage bei uns am Hof. Wir beraten vor allem vorher intensiv. Wir achten in der Konfiguration drauf, dass der Kunde nicht überlädt. Also es ist ein Riesenthema und man braucht einen Handelsbetrieb, der weiß, wovon er spricht und der nicht nur abschlussorientiert ist und dann hat der Kunde nachher ein Fahrzeug, was er nicht nutzen kann, so wie er es will. Das ist echt gefährlich, das erleben wir immer wieder. Übrigens gerade nach einer Messe. Gerade nach einer Messe haben wir ganz häufig nach der ersten Nutzung, nach der zweiten Nutzung auch Reisemobile, nicht nur Wohnwagen, betrifft alle Segmente. Da kommen die Kunden im Frühjahr, waren vielleicht über den Winter in Spanien und sagen, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, ich habe mir ein ganz anderes Raumkonzept vorgestellt. Das hat er mir alles ganz anders erklärt, der Verkäufer. So, der hat sein Geld in der Tasche, Sie sind oder ihr seid euer Geld los, aber im Endeffekt hast du nicht das, was du willst. Also lass dich gut beraten und wenn es ein großer Handelsbetrieb ist, kann der auch tolle Preise machen, auch kleine machen das bestimmt. Aber das ist sekundär. Guckt, dass das Konzept passt und dass die Auswahl passt, dass ihr auch nicht nur das kaufen müsst, was auf dem Hof steht des Händlers. Ja, wichtig ist ja auch, dass alle genug Platz haben. Was bringt dir das, wenn du jeden Tag die Nähte umbauen musst, damit irgendjemand schlafen? Das ist übel. Ja. Und auch mal hier, ich sag mal, dass die Kinder jeweils Stockbetten mit drin haben. Wenn du den richtigen Grundriss kaufst, dann macht der Urlaub Spaß. Aber weißt du, jetzt mal jeden Tag die Nähte umbauen zum Bett und wieder zurück. Weißt du, wie viel Unordnung du dann hast im Ahn? Die Leute laufen amok. Also es ist wirklich so. Ja, und die Nerven. Die Nerven. Wenn du mal gerade dich mal aufs Bett hinten setzt und dass wir mal so einen Größenvergleich haben. Du hast natürlich beim Wohnwagen, du verkaufst ja auch Wohnmobile. Also ein Wohnmobil in der Größe, mit dem Platzangebot, mit der Breite, da wärst du 100.000 Euro los. Ja, ganz klar. Und du verlierst beim Wohnmobil vorne immer durch die Fahrerkapsel sozusagen, also durch das Chassis ja Raum, 1 Meter, 1,50 Meter. Und das ist hier bei gleicher Außenlänge natürlich alles Wohnraum. Und jetzt haben wir ja manchmal die Situation, dass es ja regnet. Und dann brauche ich halt viel Raum im Inneren, damit ich hier schön sitzen kann, dass ich vielleicht mal auf dem Bett lümmeln kann, weil ich was lesen will. Ich kann aber genauso gut hier in dieser tollen Sitzgruppe sitzen. Und zwar mit, guck mal, jetzt mal hochrechnest, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute ja ganz locker, selbst in meiner Gewichtsklasse, die sich ja ein bisschen von der von Kira unterscheidet. Aber nur ganz geringfügig. Ja, minimal nur. Und dann sitzt du hier und dann hast du einen Tag innen drin, der ist genauso schön, als wenn du draußen am Strand gewesen wärst. Ja, eine absolute Frechheit. Kira, ich nehme an, du hast mehr als eine Bluse hier dabei gehabt auf der Messe. Bist du 11 Tage hier? Ja. Na, schön. Ja. 11 Tage, da weißt du das, da brauchen wir einen ordentlichen Kleiderschrank, den gucken wir uns jetzt mal an. Und das ist natürlich immer ein Traum beim Wohnwagen. Du hast einen Kleiderschrank, den hast du im Wohnmobil nicht. Also der ist so fett groß. Guck mal, wie riesig der ist. Und der ist auch schön hoch, sodass du den richtig benutzen kannst. Und was ganz neu ist, das zeige ich euch mal. Wir haben jetzt richtig wie zu Hause, guck mal hier so Fächer, wo du dir bei... So ein Pax-Kleiderschrank. Wie so ein Pax. Und da gibt es ja bei Ikea gibt's ja solche Boxen, die kann man da schön befüllen. Ja. Also warum ich jetzt Werbung für Ikea mache, weil die sind billig, die funktionieren ganz gut und die sind bei euch um die Ecke, glaube ich, bei Ikea. Genau, in Koblenz. In Koblenz. Aber ihr habt zur Not, habt ihr auch so Systeme. Ja. Ich spreche gerade davon, dass du hier so Einschübe von Ikea kaufen kannst, die ganz gut reingehen. Da hat jeder sein Konzept. Ja, macht mir nur einen Gefallen, wenn ihr in so einen Supermarkt fahrt, in so einen Camping-Supermarkt nach Holland, nehmt nur abgezähltes Geld mit und auf keinen Fall eine EC-Karte. Ja. So Niesmann. Ihr habt einen Riesenshop, da kann man die Sachen auch kaufen. Das ist das Polster, was ist das für ein Polster, weißt du es? Das ist für hier die Sitzgruppe zum Bett. Nochmal zum Bett zu machen, ja. Kann man auch zu Hause lassen, wenn man es nicht braucht, gell? Das geht auch. Ist das Polster immer dabei eigentlich? Ja. Okay, also großer Kleiderschrank, Sophie haben wir gesagt. Mach nochmal zu, bitte. Die Fahrzeuge haben eine Dichtigkeitsgarantie. Wenn du dich mal gerade da hinsetzt, dann unterhalten wir uns mal gerade darüber. Die Leute müssen einmal im Jahr zur Dichtigkeitsprüfung. Muss die unbedingt bei euch gemacht werden? Wenn ich jetzt aus München komme, oder kann ich die beim anderen Hobbypartner machen? Sie können bei jedem Vertragshändler
die Dichtigkeit durchführen lassen. Also bei euch, bei jedem Hobbyvertragshändler und so weiter. Und auch das Bett, hier 2 Einzelbetten. Ich stelle mir das gerade so vor, du und vielleicht eine Freundin, dann irgendwo Ostende. Ja, da sehe ich mich. Da siehst du dich. Dann mal so 2 Wochen am Strand, Strandpromenade. Oder irgendwo in Zandvoort an der See oder irgendwo gibt's da in den Bergen. in den Bergen. Ja. Du fährst gerne in die Berge? Ja, mega. Gut, und dann nimmt man einiges mit und die Wohnwagen haben einen riesen Vorteil. Ja. Unter dir, was ist denn da? Ganz viel Staub. Stauraum, sollen wir da mal reinschauen? Gucken wir mal. Guck mal, kannst du anheben und das ist eine Besonderheit. Also liebe Wohnmobil-Leute, wenn ihr das noch nie gesehen habt, ihr müsst nicht neidisch werden. Wohnwagen haben keinen Motor, kein Getriebe, du hast alles Stauraum und da sieht man auch schon das Lattenrost hier in der Mitte, Dirk, der wieder mal aufs Handy guckt, ja, ist aber nicht so schlimm. Das ist ein richtiges Lattenrost, das heißt, das Enkelchen in der Mitte hat den gleichen Komfort wie die Eltern, oder? Ja, und das hält auch Gewicht aus. Und ich war tatsächlich beschäftigt, die ganzen Leute hier abzuhalten, die gerne rein wollten, während wir hier am Filmen sind. Komm, wir geben Gas. Also Stauraum, Wohnwagen hat echt Vorteile, oder? Hat Vorteile, hat natürlich die ganz normalen Wohnwagen-Vorteile, wo man am Strand stehen kann, lässt den Wohnwagen da stehen und fährt halt aber auch irgendwo hin mal in eine Stadt, um sich das anzugucken. Also ist da flexibel in der Nutzung. Hier sieht man, liegen noch ein paar Kisten und Kasten drunter, was man da an Stauraum hat und wie leicht man das öffnen kann. Ja, wichtig ist aber auch die gleichmäßige Beladung. Also auch da ist es nicht alles nach vorne, oder? Nee, sollte man schon darauf achten, dass es auch genau vom Gleichgewicht einfach passt. Ja, ich bin ganz stolz auf dich. 2 Jahre dabei. Das Thema Stützlast ist auch ein Thema, was die Leute fragen. Was sind so typische Stützlasten, was so PKWs können zum Beispiel? 70. Wie viel? 75. 75. Ja. Also mehr ist meistens nicht drin, oder? Nee. Habt ihr eine Stützlastwaage? Kann man sowas kaufen am Werk? Gibt es ja. Es gibt aber auch so eine grobe Anzeige bei den meisten Wohnwagen. Ist dann an der Kurbel mit dran, dass man da schon mal einen Richtwert Das ablesen kann, ob ich überladen bin, also wie das gemacht ist. Ja, wenn ich dich nicht mehr sehen möchte, habe ich es ganz einfach. Dann kannst du hier zuziehen. Genau. Kannst dich vereinzeln abends, wenn bisschen Netflix gucken. Oder du gehst noch auf dem Campingplatz noch in die Disco mit deiner Freundin und die kleine Schwester, die muss dann zu Hause bleiben. So, aber das hier ist schon sehr gemütlich. Also das ist die Sitzgruppe hier, die macht mich ziemlich an. Und bitte mal gerade, bitte, was sagst du? Es sieht halt schon mega bequem aus. Es ist gar nicht mehr so Camping, oder? Es ist eher so wie zu Hause. Ja, schon. Aber ist cool. Also auch hier die ganzen Textilien. Du hast hier Flächenvorhänge mit drin, du hast Oberschränke, die sind zu mir gewölbt. Dann den Kühlschrank einmal ganz kurz öffnen nochmal. Dann haben wir es mit drin. Auch hier jetzt der Dometic 10 ist hier angekommen als AES-Variante, Absorber, die hier mit drin ist. Und ja, wir schauen uns mal das Badezimmer an. Und da bin ich mal gespannt, was Maxia da geboten hat. Auch hier neues Design. Genau, ja. Also so wie der restliche Wohnraum auch gehalten. Das war auf der CMT, ich war ja in Stuttgart auf der Messe, da standen die Leute Schlange, Dirk. Und das war wirklich so, also CMT, der Maxia, die erste Vorstellung, da war das große Fahrzeug, du warst ja da, Wahnsinn, was da los war. Ja, der Maxia ist riesig angekommen. Er hat ja noch eine Fahrzeugkategorie, wo ich vorne die Küche drin habe. Auch in genau diesem Design gemacht. Du hattest eben die Möbelkanten erwähnt. Ich habe hier, während ihr gefilmt habt, auf genau diese Kanten geschaut, wie schön die geschwungen sind, wie passgenau die auch sitzen. Das ist ja, wurde Hobby zu Unrecht in den letzten Jahren immer vorgeworfen, dass die Produktqualität nicht richtig ist. Es ist natürlich ein Leichtbaufahrzeug, das ist ganz klar. Aber was man hier sieht, darf ich dir das mal gerade zeigen, wovon ich spreche? Na klar. Schau mal hier mit der Kamera hier auf diese Kantenführung, wie schön die gebogen ist und wie gerade die da unten durchgeht und wie schön das dann wieder angeschlossen ist. Das ist nicht eckig, das ist nicht kantig, ne? Das ist richtig Design und das nimmst du ja eigentlich erst im zweiten Moment wahr. Du gehst einfach nur rein und denkst, wow, cool, echt cooler Wagen. Und warum? Weil der eben diese Details hat. Schön. Wenn du mal gerade reingehst, bitte, dass wir das mal sehen und mir mal kurz beschreibst, ist das hell genug für dich? Also ist das ist okay für dich? Komm, Ja, guck mal mega. gerade. Ja. Kannst alles sehen. Sehr schön. Da ist ein kleiner Schrank, mach den mal bitte auf. Also an der Stirnseite einer. Kannst schon einiges reinmachen. Und ich glaube, hier vorne ist noch einer, gell? Der da. Gut, haben wir alles gesehen. Hier noch das Reservoir für das Klopapier. Sollte man auch immer genug dabei haben. Ich habe jetzt die letzte Rolle bei mir im Camper.
Damit sind wir durch und das Ganze kriegt man bei Niesmann Caravan. Ihr seid in Polch, wenn du mal kurz raustrittst bitte, dann geben wir das Auto frei. Die Horden strömen rein. Der Freitag ein bisschen ruhiger. Der Samstag letzte Woche war Hölle. Ja, Samstag, Sonntag war Hölle. Auch die ganze Woche über war gut besucht. Und ja, es gibt Fahrzeuge wie jetzt eben der Max, ja, der einfach total beliebt ist. Und ich würde gerne die Gelegenheit nutzen und alle deine Zuschauer zu uns einladen. Wir haben einen guten Warenbestand und wir würden gerne eine Aktion anbieten, dass wir die nächsten 2 Wochen nach der Messe die Messepreise plus 500 € Nachlass anbieten für alle Kunden, die zu uns kommen. Wir wollen da richtig Gas geben mit euch und das ist Dankeschön, dass du mit uns das machst als German Television. Da muss ich aber schnell senden jetzt. Ja, gerne, gerne. Und wenn einer sagt, ich habe es gesehen und kommt einen Tag später, dann machen wir das auch noch. Also gebt Gas, das ist super. Wenn du jetzt so einen Wagen verkaufst, gibt es ein bisschen Provision? Ein kleines bisschen? Okay. Also komm zur Kira. Guck mal, die ist so nett, hat das so gut gemacht. Ja. Du bist ja nicht nur auf der Messe, du bist auch in Polch, oder? Genau. Kann ich einen Termin machen, wenn ich sage, hier, ich will die aus dem Video haben? Das geht, oder? Ja, geht. So, Kira Bastrop. Ich zeige es mal gerade. Niesmann Caravan in GmbH & Co. KG. Das Ganze ist in Polch und unweit von Koblenz. Und die Kira ist aber nicht alleine da. Ihr habt ganz viele tolle Kollegen, oder? Genau, wir haben im Verkauf 7 Mitarbeiter, die immer da sind. Kira ist die Fachverkäuferin für Hobby und Fendt. Und da haben wir aber auch noch 2 weitere, die sich genau mit der Produktkategorie super auskennen. Und dann haben wir noch ganz viele, eben, die alle anderen Marken und Kategorien kennen. Und insgesamt sind wir 90 Leute in Polch, auch ein großer Werkstattbetrieb. Übrigens auch ein großer Shopbereich. Du musst also doch noch mal jetzt schnellstens vorbeikommen. Ja, ich wollte die Leute ja jetzt nicht zu dem einen da aus Holland schicken, aber ich habe da Leute gehört, die haben da zwei. Wie heißt der Laden in Holland? Was ist es? Nee, wissen wir Kenn nicht. ich nicht. Kann ich auch nicht. Aber die gehen da hin, die haben eine EC-Karte dabei und sind die 2.500 für Tinne teilweise. Ja, weil man muss das mal genau gucken, was der, also jetzt ohne da einzelne Vorwürfe machen zu wollen und nicht speziell auf einen holländischen Händler, aber vergleicht mal genau, ob die Produkte genau die baugleichen sind oder ob es nicht einfach günstigere Komponenten eingebaut werden. Nicht nur das, du kriegst da so einen Kaufrausch wie bei Ikea vorne. Kennst du das am Anfang, wenn du das erste Mal bei Ikea warst in der kleinen... Nur wegen Kerzen hin und am Ende rennst du damit. Die Teelichter meinst du? Ja, genau. Ja, ich auch. Ich kaufe nur Teelichter da und am Ende hast du ein Billigregal dabei und das... Sehr schön, vom Caravan-Salon, 1. September 2023. Kira Bastrop, ja, zweites Video und Kira noch 5 Videos, da kannst du anfangen, da kannst du bei uns anfangen. Ja. So, sehr schön, du schimmerst so schön, ich bin gerade am Gucken, ja. Das ist der Schweiß. Tschüss.